So Leute, der zweite Teil vom Video. Jetzt bringen wir das hoffentlich dann heute. Das ist jetzt der Propeller, der war da drauf. Ich habe das da wie gesagt durchgeschnitten, das ist der Schaft vom Motor. Dann habe ich das Ganze eben durchschlagen müssen, weil das war ziemlich fest drinnen. Und ich wollte eben das da nicht kaputt machen, weil das ist eigentlich ein Messingring, doch hineingepresst in den Plastik. Und wenn man da durchzieht, wird es wahrscheinlich kaputt gehen. Schauen wir mal, wie wir jetzt nach heute kommen. Das ist der alte Motor. Schauen, ob die Schrauben da passen. Ja, das ist dasselbe. Sehr gut. Das ist jetzt eine harte Geschichte. Und das war ein bisschen zu viel. Ganz schlecht. Puh, sind wir froh. Ich weiß jetzt auch, wo das Problem ist. Dieses Ding da ist nicht gut. Steht nämlich hier raus. Weg damit. Das muss schön gerade stehen. Ich glaube, das war das Problem. Probieren wir es einmal. Jetzt ist es fester. Aber dieses Mal sprühe ich ein bisschen Silikon drauf, weil es ist so schwer rauszukriegen. Bist du, das ist schwer. Ja, der Abstand gefällt mir.
Da unten ist noch was drunter. Das ist ein super Flanker, die muss ich noch wegschneiden dazwischen, deswegen macht das so ein Geräusch. So, das Geräusch ist weg. Jetzt schließen wir das Ganze mal an und schauen mal, wie es läuft. Plus, Minus. Dann haben wir hier den Winzling. Oh, gelb ist die S. So. Sieht man das? Ja. Drücken wir auf den Knopf. Das Ding geht an. Ist der kaputt. Okay, das macht er ordentlich. Okay. Das ist ja richtig mächtig. Boah, das gefällt mir. Bin auf den Test gespannt. So. Mit den Kabel muss man sich noch anschauen, wie wir das machen. Ich würde sagen, die Kabel gehen wieder durch die Mitte durch. Kabel. Okay. Kommt jetzt das Gummi drauf. So.
So. Das ist jetzt noch nicht das Endergebnis, Leute, also macht euch keine Sorgen. Das ist nur jetzt ein Test. Nachher wird das Ganze noch besser gemacht. Aber alleine was das für ein Wind macht und wie leise das der Motor ist und wie laut der Originale ist das 1001. Muss man noch schauen, dass wir da alles gut hineinkriegen. So, schon voll. Okay, das Teil ist drin. So, dann müssen wir nur noch das da einbauen. Tüt. Also Kraft hat das allemal. Dann bauen wir das jetzt ein. Das hört sich auf jeden Fall mächtig an. Das Teil muss genau hier eingeschraubt werden. Genau da. Okay. Das heißt, ich müsste das da ausräumen und dieses Ding hier flach machen, damit das Teil da rauskommt. Das machen wir mit dem Lötkolben machen wir das. So, das alles flach machen, damit das Ganze auch zugemacht werden kann. Ich fange jetzt mal an mit dem Plastik da. So.
So. So, das ist okay. Jetzt muss ich mal einen Abdruck machen. Wie mache ich denn das? Okay. Na gut. Wollen wir mal. Gehen wir schon langsam die Stecker aus. Machen wir mal Pause.